Hello and good morning. Hallo und guten Morgen. Let us continue in 1 Corinthians chapter 13. Lasst uns im 1. Korinther Kapitel 13 weitermachen. Here he says in verse 12. Hier heißt es in Vers 12. For now we see but a faint reflection of riddles and mysteries. Denn jetzt sehen wir nur ein schwaches Abbild von Rätseln und Geheimnissen. As though reflected in a mirror. Wie in einem Spiegel. But one day we will see face to face. Aber eines Tages werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. You know, for us maybe this might be a little bit difficult to understand. Weißt du, für uns ist das vielleicht etwas schwer zu verstehen. But these people, they understood that. Aber die Menschen damals verstanden es. Why did they understand that? Warum verstanden sie es? Well, if you look in the mirror today, you see yourself very clearly. Nun, wenn du heute in den Spiegel schaust, siehst du dich klar und deutlich. In fact, you don't even need to look in the mirror. You can just look into your iPhone. Du musst noch nicht mal in den Spiegel schauen, sondern brauchst nur dein Handy. You know, people use their phones as mirrors today because they just turn on the camera. Leute nutzen heutzutage ihre Handys als Spiegel, indem sie einfach die Kamera anschalten. But remember, in a couple of thousand years ago, this was not like that. Doch denk daran, vor ein paar tausend Jahren war das anders. They used metal which they polished as a mirror and you couldn't see yourself very clearly. Damals nutzte man poliertes Metall als Spiegel und darin konnte man sich nicht sehr klar sehen. So that's why what Paul is saying, you can see a kind of a reflection, but it's all, you don't really see yourself very clearly. Deshalb sagt Paulus, du siehst eine Art Spiegelbild, aber wirklich deutlich siehst du dich nicht. But he said the day will come where you will actually see face to face. Doch dann sagt er, aber eines Tages werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. You know, so Paul is talking about the future, eternity. Paulus spricht also von der Zukunft, der Ewigkeit. That's why I believe in the context when he says that when the perfect has arrived, the partial will fade away, he's talking about heaven. Deshalb glaube ich, dass er über den Himmel spricht, wenn er im Kontext sagt, wenn die Vollkommenheit der Liebe erscheint, wird das Unvollständige verschwinden. Because only in heaven you will see Jesus face to face. Denn nur im Himmel wirst du Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Then he says, my understanding is incomplete now. Dann sagt er, jetzt ist mein Verständnis unvollständig, But one day I will understand everything. aber eines Tages werde ich alles verstehen. Just as everything about me has been fully understood. So wie alles an mir vollständig erkannt worden ist. You know, if this scripture doesn't give us an incredible homesickness about heaven, Wenn dieser Vers uns kein unglaubliches Heimweh nach dem Himmel gibt, that we understand the fullness we will never reach here on this earth. indem wir verstehen, dass wir die Vollkommenheit hier auf dieser Erde nie erreichen werden. That's why also all of this earth we have to pursue to understand love better. Auch deshalb müssen wir hier auf Erden danach streben, die Liebe mehr zu erfassen. The more we pursue love, the better we will begin to understand it and the better we will be prepared for eternity. Je mehr wir der Liebe nachjagen, desto besser werden wir sie begreifen und umso besser werden wir auf die Ewigkeit vorbereitet sein. And then he finishes with this beautiful 13th verse. Dann schließt er mit diesem schönen Vers 13. Until then, there are these three that remain. Bis dann bleiben 3 Dinge. Which three remain? Welche 3 Dinge? You know, it's so beautiful how the Bible talks about the remaining. Es ist so schön, wie die Bibel von Bleiben spricht. What remains? Faith, hope and love. Was bleibt? Glaube, Hoffnung und Liebe. You know, if you really think about this, Wenn du wirklich darüber nachdenkst, look, faith, hope and love, these will remain. Glaube, Hoffnung und Liebe, die 3 bleiben. But what surpasses everything? Aber was übertrifft alles? Love. Liebe. So, if you put your focus on faith, if you put your focus on hope, you've put your focus on the wrong thing. Wenn du also dein Augenmerk auf Glaube oder Hoffnung legst, dann fokussierst du dich auf das Falsche. Even though these two things will remain, but they are not the greatest. Obwohl diese beiden bleiben werden, sind sie nicht die größten. He even argued that throughout this chapter. Das hat er ja in diesem Kapitel erörtert. The greatest will always be love. Das Größte wird immer die Liebe sein. That's why he concludes this whole argument about love Deshalb schließt er die ganze Erörterung über Liebe with this statement. mit dieser Aussage. So above everything else, let love be the beautiful prize for which you run. Also mehr als alles andere, lasst die Liebe der schöne Siegespreis sein, für den ihr lauft. I love how the Passion put that.
Ich liebe das, wie die Passion es ausdrückt. If you run in a race, Wenn du in einem Rennen läufst, you will always run for a certain prize. dann tust du das immer für einen bestimmten Gewinn. You know, you want to be the first and you want everybody to know it. Du willst der Erste sein und alle sollen das wissen. Or you run to prove something to yourself, and that's the prize that you run for. Oder du läufst, um dir selbst etwas zu beweisen und das ist die Auszeichnung, für die du läufst. That's what Debbie did 2 years ago when she ran the marathon. Das tat Debbie vor 2 Jahren, als sie einen Marathon lief. All she wanted to do is prove to herself that she can actually run 42 kilometers at the age of 62. Alles, was sie wollte, war, sich selbst zu beweisen, dass sie im Alter von 62 Jahren noch 42 Kilometer laufen kann. I didn't want to prove this to myself, so I didn't run the marathon. Ich wollte mir das nicht beweisen, also bin ich den Marathon nicht gelaufen. There's so many different prizes that people enter the race for. Es gibt so viele verschiedene Belohnungen, für die Menschen ins Rennen einsteigen. Paul says that the prize that you should run for has to be this perfect love. Paulus sagt, dass der Preis, für den du laufen solltest, diese vollkommene Liebe ist. So let's take this thought a little further. Lasst uns diesen Gedanken etwas weiter verfolgen. Every night when you go to bed, if you have learned to love perfectly, you've won the prize. Jeden Abend, wenn du ins Bett gehst und gelernt hast, vollkommen zu lieben, hast du den Preis gewonnen. If you casted many demons, Wenn du viele Dämonen ausgetrieben hast, if you healed many sick, wenn du viele Kranke geheilt hast, if you've released a lot of incredible prophecies, wenn du viele fantastische Prophetien weitergegeben hast, but if you have not loved that day and have done things for other motives, aber wenn du an dem Tag nicht geliebt, sondern aus anderen Beweggründen gehandelt hast, you've run for the wrong prize. dann bist du für den falschen Preis gelaufen. Look, I love the supernatural and I love miracle. Schau, ich liebe das Übernatürliche und ich liebe Wunder. I really do. Wirklich. Just recently, in just a very short time, we've seen several amazing miracles. Erst kürzlich sahen wir innerhalb kurzer Zeit einige herrliche Wunder. And they excite me. Und die begeistern mich. But nothing excites me as much as when I go to bed at night and say, man, today I've loved everybody. Aber nichts begeistert mich so sehr, wie abends ins Bett zu gehen und zu sagen, Mann, heute habe ich jeden geliebt. So which prize are you running for? Also, für welchen Preis läufst du? Are you running for your personal success? Läufst du für deinen persönlichen Erfolg? Are you running for your ministry? Läufst du für deinen Dienst? Are you running for getting prosperous? Läufst du dafür, wohlhabend zu sein? Are you running that everybody can see how great you are? Läufst du, damit jeder sehen kann, wie toll du bist? Or is the prize that you're running for to love perfectly? Oder ist der Siegespreis, für den du läufst, vollkommen zu lieben? If that's the prize you're running for, you have run well. Wenn du dafür läufst, bist du gut gelaufen. So put this picture in your heart. Lege also das Bild auf dein Herz. Every day you're running for one and the same prize, and that's love. Jeden Tag läufst du für ein und denselben Gewinn und das ist Liebe. Can you imagine if every Christian would do that? Kannst du dir vorstellen, wenn jeder Christ das täte? If 1/3 of all the Brazilian population, which call themselves evangelical, Wenn 1/3 der brasilianischen Bevölkerung, die sich als evangelikal bezeichnen, so in Brazil there are about close to 70 million evangelical Christians. das sind also fast 17 Millionen evangelikale Christen in Brasilien. Can you imagine if everybody all of those get up in the morning and say, the only prize to run for today is to love perfectly? Kannst du dir vorstellen, sie würden alle morgens aufstehen und sagen, der einzige Preis, für den ich heute laufe, ist, vollkommen zu lieben. We would so change the world. Wir würden die Welt so verändern. So run for the right prize. Also laufe für den richtigen Siegespreis. See you tomorrow. Bis morgen!